In Deutschland heißt ein Auflieger deshalb Auflieger, weil dessen Sattelplatte auf der Sattelkupplung aufliegt. Im Rest der Welt spricht man von einem Semi-Trailer, in der Grande Nation von einem Semi-Remorque, also quasi einem halben Anhänger. Und da treffen die Kollegen aus Hanzing bei Schwarzmüller den Nagel schon präziser auf den Kopf. Denn deren Sicht der Dinge ist ein Sattelanhänger mit Sattelplatte und Königssamt. Aber warum jetzt eigentlich dieser sprachliche Exkurs? Denn wir wollten ja heute lediglich über den Schwarzmüller Tieflader sprechen. Bei uns gibt es jetzt allerdings nicht nur den einen Tieflader, sondern gleich 3 davon. Die Klassiker, Deichsel- und Zentralachsanhänger und eben auch den besagten Sattelanhänger. Gibt es beim Tieflader eventuell technische oder logistische Gründe, sich für einen Anhänger oder doch für einen Auflieger zu entscheiden? Oder gibt es möglicherweise derzeit sogar einen Trend Richtung Auflieger, weil immer weniger Fahrer und Fahrerinnen einen Drehschemel rückwärts manövrieren möchten? Obwohl ja gerade dafür der Zentralachsanhänger mit ebenfalls nur einem Drehpunkt als Aufliegeralternative zur Verfügung stünde. Somit landen wir also wieder bei der Eingangsfrage. Bevor wir euch aber nun im Detail das Schwarzmüller Tieflader-Portfolio vorstellen, hätten wir gerne eure Einschätzung zu dieser Frage. Schreibt uns also deshalb gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wir freuen uns schon auf euer Feedback.